Das Thema Immobilien ist und bleibt interessant. Viele Mandanten wollen in Immobilien investieren, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Viele sehen jetzt gewisse Chancen. Die Preise fallen, aber es stehen vielleicht noch weniger Immobilien zum Verkauf. Die Ergebnisse des diesjährigen UBS Global Real Estate Index zeigen, dass sich die Preise in den wichtigsten urbanen Immobilienmärkten weltweit weiter abkühlen. Lediglich in Zürich und Tokio sind die Preise noch überhitzt. Die Studie hat die Wohnimmobilienpreise in 25 Großstädten weltweit untersucht und einen durchschnittlichen Preisrückgang von 5% zwischen Mitte 2022 und Mitte 2023 festgestellt. Es wird erwartet, dass diese Korrekturphase weiterhin anhält. Aufgrund des weltweiten Anstiegs der Inflation und der Zinsen in den letzten 2 Jahren sind Ungleichgewichte auf den Immobilienmärkten globaler Finanzzentren stärker zurückgegangen. Städte wie Toronto, Frankfurt, München, Hongkong, Vancouver, Amsterdam und Tel Aviv gelten nun nach wie vor noch als überbewertet, aber eben nicht mehr überhitzt. Die Wohnungsmärkte in Miami, Genf, Los Angeles, London, Stockholm, Paris und Sydney bleiben ebenfalls überbewertet. Inzwischen gelten jedoch New York, Boston, San Francisco, Madrid, Mailand, Sao Paulo, Warschau, Singapur und Dubai als fair bewertet, wobei Singapur und Dubai aufgrund ihrer geopolitischen Stabilität zunehmend an Beliebtheit gewinnen. So, jetzt schauen wir uns doch mal hier nach Kontinent die einzelnen Städte eigentlich an, die hier diese UBS-Studie verglichen hat. Fangen wir mit Europa an, fangen wir mit Deutschland an. Frankfurt und München. Die inflationsbereinigten Eigenheimpreise in Frankfurt und München haben sich zwischen 2012 und 2022 verdoppelt. Wissen ja viele von euch, haben ja viele von euch selbst erfahren. Was das stärkste Wachstum aller untersuchten Städte darstellt. Interessant, ja. Also stärker als New York, Miami, stärker als London, stärker als Dubai sind die Preise in Frankfurt und München in den letzten 10 Jahren gestiegen. Allerdings war ein Teil dieses Anstiegs nicht nachhaltig. Die Preise korrigierten sich seit Anfang 2022 in Frankfurt um fast 20% und in München um 15%. Und die Korrektur ist noch nicht abgeschlossen. Zürich und Genf. Die realen Preise für Wohneigentum in Zürich sind 2023 weiter angestiegen, allerdings langsamer als in früheren Jahren. Das Wachstum der Mieten hat sich beschleunigt und überholte zuletzt die Entwicklung der Immobilienpreise. In Genf liegen die Eigenheimpreise nur etwa 20% über dem Niveau von vor 10 Jahren und stagnieren von Mitte 2022 bis Mitte 2023. Trotz des internationalen Statuses der Stadt sind die wirtschaftlichen Aussichten gemischt und das Bevölkerungswachstum bleibt verhalten, da vermehrt Menschen in preiswertere Regionen abwandern. London. Die Kaufpreise für Immobilien in London sind seit dem Brexit-Entscheid 2016 rückläufig. Trotz strukturell niedriger Neubautätigkeit lag die Preisentwicklung unter dem landesweiten Durchschnitt. Mangels starker internationaler Nachfrage bleiben die Preise unter Druck. Warschau. Zwischen 2012 und 2022 sind die realen Immobilienpreise in Warschau um fast 40% gestiegen. Attraktivität gewann der Markt durch gute Beschäftigungsaussichten, U-Bahn-Ausbau, moderne Neubauten. Starke Inflation führte jedoch zu steigenden Zinsen, was die Nachfrage dämpfte. Seit Mitte 2022 sind die Preise um 10% gesunken. Stockholm zeigt die überzogene Immobilienbewertung eine hohe Abhängigkeit von variabel verzinslichen Hypotheken. Die Erschwinglichkeit ist angespannt, woraus eine Korrektur der inflationsbereinigten Preise um über 20% seit 2022 resultierte. Mehr als in jeder anderen untersuchten Stadt. In Amsterdam fielen die inflationsbereinigten Preise um 14%, die stärkste Korrektur innerhalb eines Jahres seit den 1980er Jahren. Verschlechternde Finanzierungsbedingungen, sinkende Kaufkraft der Haushalte und regulatorische Änderungen belasten die Nachfrage. Vielleicht hast du es gehört, in den Niederlanden wird es ja immer schwieriger für Investoren, Immobilien zu kaufen, die dann vermietet werden sollen. Manche Städte, wie zum Beispiel Rotterdam, haben es praktisch unmöglich gemacht. Paris. In Paris begannen die Immobilienpreise 2021 zu fallen, wobei sich der Rückgang in den letzten Quartalen beschleunigte. Ursachen waren abnehmende Erschwinglichkeit, Kreditrestriktionen und eine Erhöhung der Grundsteuer. Kommen wir zu Madrid und Mailand. Während der Wohnungsmarkt in Madrid aufgrund des Preis-Einkommen-Verhältnisses erschwinglich blieb und die Preise zuletzt nur um 3% stiegen, sanken die realen Preise in Mailand parallel um 2%.
Also nicht sehr stark. Spanien und Italien weiterhin stabil. Kommen wir zum Nahen Osten. Fangen wir mit Dubai an. In Dubai stiegen die Immobilienpreise erneut zweistellig. Der Markt wird aber als fair bewertet, da das Mietwachstum das Preiswachstum von Wohneigentum übertraf. Die Preisdynamik dürfte stark bleiben, wobei jedoch zyklische Schwankungen zu beachten sind. Tel Aviv, hier sind natürlich jetzt mögliche Preisverfälle durch die schrecklichen Attentate in Israel und den darauffolgenden Krieg noch nicht berücksichtigt. Ja. Aber die Immobilienpreise in Tel Aviv haben sich zwischen 2002 und 2022 verdreifacht, was den stärksten Anstieg aller analysierten Städte in diesem Zeitraum darstellt. Steigende Zinsen beendeten diesen Boom abrupt und das Preiswachstum war im ersten Halbjahr 2023 negativ. Kommen wir zur Region Asia Pacific. Tokio. Ungleichgewichte auf dem Wohnungsmarkt in Tokio haben zugenommen, sodass sich die Immobilienpreise in dieser Stadt langsam im überhitzten Bereich bewegen. Das Eigenheimpreiswachstum hat sich in den letzten Quartalen trotz sinkender Nettozuwanderung und steigender Zinsen nicht verringert. Hongkong befand sich bisher konstant in der Gefahr, dass die Immobilienpreise sich überhitzten und sich eine Blase gebildet hat. Doch die inflationsbereinigten Immobilienpreise sind seit Mitte 22 um 7% gesunken, wobei die Stadt wieder in den überbewerteten Bereich zurückkehrt. Das heißt, Immobilien sind dort zwar immer noch überbewertet, aber man kann nicht sagen überhitzt. In Singapur hat das Wohnungsangebot nicht mit den starken internationalen Nachfragen Schritt gehalten, sodass die Preise seit 2018 um 15% anstiegen. Sydney, der Wohnungsmarkt in Sydney war volatil und schwankte in die überhitzte Zone hinein und wieder hinaus. Eine erneute scharfe Preiskorrektur wurde durch aggressive Zinserhöhungen der Reserve Bank of Australia ausgelöst. Kommen wir nach Amerika. Sao Paulo. Die Wohnimmobilienpreise in Sao Paulo sanken inflationsbereinigt kontinuierlich und stabilisierten sich erst in den letzten Quartalen 25% unter dem Höchststand von 2014. Allmähliche Verbesserungen der Finanzierungsbedingungen dürften den Wohnungsmarkt in den kommenden Quartalen beleben. Vancouver und Toronto. Die Eigenheimpreise in Vancouver und Toronto stiegen zwischen Mitte 2019 und Mitte 2022 um 25-35%. Seit Mitte 2022 korrigierten sich die inflationsbereinigten Preise jedoch um mehr als 10%. Hast du vielleicht mitbekommen, in Kanada ist es jetzt viel schwieriger oder praktisch unmöglich für Ausländer, bestimmte Immobilien zu erwerben. Kommen wir zu den USA. Miami, New York und Boston. Die Hauspreise in Miami wachsen weiterhin schneller als der nationale Durchschnitt und sie haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Die Stadt profitiert von der zunehmenden Attraktivität der sonnigen Städte in den USA. New York erlebt derzeit ein starkes Comeback nach einer deutlichen Schwächephase während der Pandemie. Die Eigenheimpreise stiegen zwischen Mitte 2022 und Mitte 2023 um 3%, nachdem sie mehrere Jahre an Wert verloren hatten. Im Gegensatz dazu hat sich die Dynamik auf dem Wohnungsmarkt in Boston aber abgeschwächt. Die inflationsbereinigten Preise korrigierten sich zwischen Mitte 2022 und Mitte 2023 leicht. Und zu guter Letzt San Francisco und Los Angeles. Die Erholung des Immobilienmarkts in San Francisco war von kurzer Dauer. Die Preise sind seit Mitte 2022 inflationsbereinigt um 10% und die Mieten um 3% gesunken. Obwohl die Baugenehmigungen auf dem niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt sind, bleiben die Leerstandsquoten hoch. Los Angeles leidet unter einem breiten Verlust an wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit. Das schwache Einkommenswachstum und die sich verschlechternde Erschwinglichkeit von Wohnraum schwächen die Nachfrage, wodurch ein Angebotsüberhang droht. Du kannst also sehen, die UBS hier kommt allgemein zu dem Schluss, dass sich in fast allen Märkten, die sie untersucht haben, immerhin 25 weltweit, die Preise stabilisiert haben oder sogar gesunken sind. Ob jetzt das die richtige Zeit ist, für dich zu kaufen oder ob du noch weiter abwartest, ja, das ist eben auch eine Entscheidung, die von deiner konkreten Situation abhängt. Da spielen so Fragen eine Rolle, in welchem Marktsegment du gerne investieren möchtest. Wir wissen ja oftmals, dass die höherpreisigen Marktsegmente volatiler sind, während hier günstige Wohnungen eigentlich immer sehr schnell verkauft werden können. Das ist also sicherlich ein Punkt, den du bedenken musst. Gleichzeitig sind natürlich die Zinsen weiterhin relativ weit oben.
Wann es zu Zinssenkungen kommt, weiß so genau niemand. Das heißt also, wenn du finanzieren musst, dann könnte das mittlerweile sehr teuer werden. Wenn du allerdings Cash-Buyer bist, dann würde ich sagen, ergeben sich jetzt in den verschiedenen Märkten doch möglicherweise interessante Optionen. Du kannst ja eine Immobilie im Ausland vielfach verwenden. Ganz klar, Airbnb machen sehr viele Mandanten von uns sehr erfolgreich, nutzen dann die Immobilie für ein paar Wochen im Jahr oder ein paar Monate im Jahr, um dort selbst sich aufzuhalten, machen ansonsten Airbnb, halten die Immobilie für 10 Jahre und verkaufen sie sehr lukrativ. In vielen Ländern sind ja doch die Steuern sehr viel niedriger als in Deutschland. Und man kann dort dann sehr attraktiv hier profitieren, vor allen Dingen, da ja Immobilien meistens nach dem Belegenheitsprinzip versteuert werden. Das heißt, Steuern zahlst du immer da, wo sich die Immobilie befindet. Klassisches Beispiel USA. Angenommen, du hast Mieteinkünfte in den USA in Höhe von $50.000 Nettoertrag, dann zahlst du vielleicht 10% Steuern darauf. Du musst dann in Deutschland keine weiteren Steuern mehr darauf bezahlen. Daher sind eben Immobilien doch als Business interessant für viele. Es ist ja immer auch ein Riesenbedarf. Jetzt gerade seit der Pandemie reisen die Leute sehr viel. Daher also, wenn auch du in Immobilien interessieren willst, dich interessierst für steuerliche Gestaltung rund um Immobilien. Also, wie gesagt, wir sind jetzt keine Investmentberater. Ich kann dir jetzt nicht sagen, welche Immobilie du kaufen sollst. Leider, tut mir leid. Ja, deswegen haben wir jetzt ja hier uns mit dem Bericht der UBS beschäftigt. Aber wenn es dann darum geht, wie steuerliche Fragen zu beantworten sind oder wie du möglicherweise steuerlich strukturieren kannst, du musst ja auch Dinge wie Erbschaftssteuer bedenken. Ja, vielfach sind ja die Erbschaftssteuerfreibeträge in vielen Ländern nur sehr gering für Ausländer. USA zum Beispiel 60.000. Und wenn du dann das Zeitliche segnest, können deine Nachkommen auf den gesamten Wert der Immobilie dann Erbschaftssteuer bezahlen, 40% als Beispiel. Also das sind alles Dinge, die müssen gut bedacht werden. Wenn du Interesse hast, Immobilien zu kaufen und das ist so deine Welt, dann buch ein Beratungsgespräch. Wir können dich sicherlich zu den steuerlichen Aspekten dazu beraten. Wir haben Steuerberater, Rechtsanwälte in vielen Ländern, die mit Immobilien sehr viel Erfahrung haben und dich hier hervorragend beraten können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.